Oh Gott, Pressure. Hallo zusammen. Ich bin der Mirko. Ich bin Naima. Mein Name ist Rael Friburghaus. Mein Name ist Adrian Vater. Ich heiße Karin Ingold. Also, zuerst sicher die Schweizer Politik. Umwelt, Energie und Klima, öffentliche Meinung, das Geschlecht und Diversität. Und der letzte Themenschwerpunkt ist nicht nur Schweiz bezogen, vor allem auch Europa. Und welche Rolle spielt auch die Schweiz wie in Europa? Nein, würde ich nicht. Ich würde mich als sehr politisch interessiert bezeichnen, aber nicht als sehr politisch. Ich glaube, man muss sehr stark unterscheiden, was ist die Analyse der Politik und was ist das Machen der Politik. Denn als Politolog bist du ja mehr der Beobachter, bist nicht der Politiker. Das ist, denke ich, ganz eine wichtige Erkenntnis auch für die Studierenden. Eben, dass es viel mehr ums Analysieren des Prozesses geht und viel weniger um Politik machen selber. Also ich habe noch nie so gute Betreuung gehabt, nicht einmal bei meiner Bachelorarbeit. Ja, ich habe mir lange überlegt, um internationale Beziehungen zu studieren, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mehr wollte, die Schweizer Ebene anschauen und für mich hat es darum einfach Sinn gemacht, auf Bern zu gehen, wo die Schweizer Politik passiert. Hört man irgendwie so ein bisschen wie ein Idealbild ist von meinem Arbeitsumfeld auch. Vom Bahnhof mit dem Lift rauffahren, dort rauskommen, da ist hinter mir ein Unigebäude, vor mir Palais Fédéral und die Alpen, wenn schön Wetter ist. Das ist eine Busminute entfernt, bis man beim Bundeshaus ist. Wir können so oft in Austausch treten mit PraktikerInnen. Oder das, dass wir auch immer wieder Leute einladen wie Bundesratsmitglieder. Und diesen dauernden Kontakt, den muss man gar nicht künstlich suchen, den findet einfach auf der Gaststadt Bern. Ja, also die Standardfrage ist natürlich immer, dass wirst du mal Politiker, wirst du mal Bundesrätin. Für eine Zeitung finde ich spannend, irgendwie politische Reportagen. Von einer Esther Friedli bis zu einer Flavia Wasserfall, von links bis rechts. LinkedIn ist eigentlich ein wunderschöner Beweis dafür, wie breit eigentlich eben die Karrierewege sind, die meine Freundinnen von hier vom IPW mittlerweile eingeschlagen haben. Also da sieht man Leute auf der Botschaft, da sieht man Leute, die aber vielleicht auch schon in der Privatwirtschaft, in Führungspositionen aufgestiegen sind. Und das ist für mich ein wunderschöner Beweis dafür, dass man eben die Kompetenz, die man hier im Masterstudium mitbekommt, dass die nicht einfach auf dem Papier da sind, sondern dass die auch die Leute wirklich herführen in ganz, ganz konkrete Positionen, in die unterschiedlichsten und breitesten Positionen. Ich glaube, man findet PolitikwissenschaftlerInnen überall. The most difficult question. Oder die 3 Säulen am besten.